1823 nach einem Studentenkrawall ein Bataillon Fußvolk in die Stadt rückte und auf dem Fußboden im Pfleghof Quartier bezog, wurden auch die Räume des Löwen nach einer geheimen staatsverbrecherischen Verbindung durchsucht. Tonneburg, Tübingen. Am kommenden Sonntag, den 7. Dezember 1930, von abends 7:30 Uhr an, findet im Gasthaus zum Löwen unsere diesjährige Weihnachtsfeier mit reichhaltigem Programm statt. Der Abend wird ausgefüllt sein mit turnerischen Darbietungen, Reigen und Theater. Tübingen war Standort des Hitlerjugendballers Nummer 125. Die Stadt diente mit ihrer schönen Kulisse und der guten Infrastruktur häufig als Veranstaltungsort überregionaler Hitlerjugendtreffen. Zum Beispiel den großen Hitlerjugendtag im Juli 1933. 1968 ließen dann junge Leute ein riesiges Transparent von der Empore der Stiftskirche herunter, auf dem stand Schluss mit dem Krieg in Vietnam. Dann stand ein alter Mann auf, hat mit seiner Krücke rumgefuchtelt und gerufen, alle, die so etwas machen, gehören vergast. Ich hätte mich gar nicht erst auf ein Teach-In mit den Studenten einlassen, sondern die Polizei holen müssen. Man muss konsequent gegen diese neuen Bolschewiken vorgehen, muss gegen die Randalierer eine Mauer von Bürgern aufbauen. Also ich kam ja eher aus dem Umfeld der RAF und ich habe 1967 zusammen mit Gudrun Ensslin in Berlin gewohnt, bevor es dann zu einem Bruch kam mit ihr. Ich gehörte nämlich eher zu denen, die ihre Wut in Form von Straßentheater oder Happenings umsetzte. Und ich habe dann Gudrun in München wieder getroffen, als ich ein Musiktheaterstück inszenierte. Es ging um Eskalation von Gewalt. Und da tauchte sie mit Andreas Bader und Thorvald Kroll auf. Ja, da habe ich schnell gemerkt, dass wir verschiedene Wege gehen. Und dann sind sie direkt nach Frankfurt und haben das Kaufhaus angezündet. Dabei war völlig klar, dass es nach hinten losgeht. Während also der überwiegende Teil der Wohlstandsgesellschaft ab den 60er Jahren eine Mauer von Bürgern aufbaute oder Kaufhäuser anzündete, waren es die Gäste aus Südeuropa, Nordafrika und der Türkei, die unter unwürdigen Bedingungen in den Fabriken schufteten, um diesen Wohlstand zu generieren. All diese Jobs waren nie für Deutsche, sondern nur für diese sogenannten Gäste vorgesehen. Was todsicher immer funktioniert hat, wenn du ein Hakenkreuz in die Schulbank schnitzt. Dann hattest du prompt ein 68er-Lehrer an der Backe, der das völlig überinterpretiert und alles total unangenehm fand. Und da habe ich schnell gemerkt, dass ich mit dieser humorlosen Ecke nichts anfangen kann. Und jetzt entdeckte ich plötzlich, dass ich im Punkrock eine Menge tabuisierter Sachen machen durfte. Ich durfte einmal wirklich was gegen Hippies sagen. Manchmal geht es nur um ein Gefühl oder um den Wechsel von Gefühlen. Ich erlebe eine Ungerechtigkeit, werde wütend und muss entscheiden, was wird aus meiner Wut. Das politische Klima. Die Baumhäuser in Hambacher Forst wurden letztes Jahr geräumt. Der Grund für den Abriss war sogenannter mangelnder Brandschutz. Das Gutachten kam jedoch nicht unabhängig zustande. Der Räumung vorangegangen waren mehrere Treffen des Innenministers von Nordrhein-Westfalen mit VertreterInnen von RWE. Wie oft wurde schon für das Klima demonstriert und die Politik verändert sich doch nicht. In Deutschland, zu einem Zeitpunkt, an dem die Wirtschaft floriert, die Arbeitslosigkeit auf einem Tiefstand ist, die Kriminalitätsrate niedrig und die Anzahl der AsylbewerberInnen unter der festgelegten Obergrenze bleibt. Dieses Jahr machte ich etwa 20 privat bedingte Kurzstreckenflüge, hinzu kommen Langstreckenflüge nach Südamerika und Südafrika. Rechne ich meine beruflichen Reisen hinzu, komme ich in diesem Jahr auf etwa 100 Flüge. Ich bin der festen Überzeugung, dass die gesellschaftlichen Vorteile durch bezahlbare Flugreisen die Umweltfaktoren um ein Vielfaches übersteigen. Aus diesem Grund werde ich auch in diesem Jahr und in Zukunft auf keine einzelne Flugreise verzichten. Fliegen ist für Vögel. You fall slowly, that slow that you don't even feel you are falling. Wir essen und trinken jede Woche 5 Gramm an Mikroplastik. Das ist so viel wie eine Kreditkarte. Jede Woche. Diesen Juni gingen Hunderttausende Menschen
Straße. Millionen Menschen versammeln sich seit Monaten in Hongkong. Junge Leute radikalisieren sich in Straßenkämpfen gegen den Staatsapparat und haben im September ihre eigene Freiheitsstatue aufgestellt. Seit über einem Jahr demonstrieren in Frankreich Tausende gegen die ungerechte Verteilungspolitik Macrons. Doch Repressionen trafen bisher vorwiegend marginalisierte Gruppen in den Banlieues. In Mexiko demonstrierten diesen Sommer Frauen für ihre Rechte, nachdem Polizisten 2 minderjährige Mädchen vergewaltigt haben. Junge Menschen waren die treibende Kraft des arabischen Frühlings. Sie gingen für mehr Mitbestimmung und gegen autoritäre Regime auf die Straße. Sie verbreiteten ihre Revolution über die sozialen Netzwerke. Die Kämpfe haben nichts gebracht. 2019 herrscht im Süden immer noch Krieg. Ägypten ist politisch instabil, Libyen ist gespalten. Und wir hier in Deutschland leben im globalen Norden. Wer verfolgt eigentlich wessen Und Ressourcen? was machen wir eigentlich mit dem ganzen Zeug hier nach der Aufführung? Das Absprechen von Erfahrungen und Identitäten soll dazu dienen, meiner Kritik die Legitimation zu entziehen. Dieses Silencing ist eine Methode von Menschen in Machtpositionen, die es Betroffenen von Diskriminierung unmöglich macht, ihre Erfahrungen auszusprechen. Denn ich bin ihnen entweder zu aufgewühlt, um vernünftig darüber sprechen zu können, oder zu gefasst, um tatsächlich betroffen zu sein. Seit Wochen, nein, seit Monaten. In Europa gibt es dazu keine Nachrichten. Dann wird es in Sao Paulo Nacht, mitten am Tag. Die News landen in den sozialen Medien. Erst dann berichten die öffentlichen Nachrichtensender. Erst vereinzelt, dann in Panik. Ist mir auch wurscht, denn ich denke, dass ich meinen Beitrag über Jahre hinweg geleistet habe in der Umweltbewegung durch meine Stimmvergabe an die Grünen und durch persönliches Verhalten. Jetzt lasse ich mir kein schlechtes Gewissen mehr machen. Ich habe nicht einmal Kinder. Alles bewegt sich so langsam und ich glaube, mittlerweile ist es zu spät. Damit genügend Menschen aufstehen, müsste es erst viel schlimmer kommen. DAX-Konzerne setzen weiter auf Wachstum. Würden alle Unternehmen so wirtschaften wie die 30 DAX-Konzerne, würde sich die Erde bis 2050 um 5 Grad erhitzen. Ein Drittel der DAX-Firmen hat ihren CO2-Ausstoß 2018 sogar weiter erhöht. Darunter Bayer, Lufthansa und ThyssenKrupp. Kennen Sie die reichsten Menschen in Tübingen? Kennen Sie die größten Klimasünder in Tübingen? Fahren Sie einen SUV? Denn während viele Deutsche mit Begriffen wie Übergriffigkeit und Respekt wenig anfangen können, ist Sachbeschädigung ein Straftat, das einige Glocken zu Leuten bringt. Das merkt man nicht zuletzt daran, dass brennende Geflüchtetenunterkünfte die Mehrheitsgesellschaft kalt lassen, aber brennende Autos Solidaritätsbekundungen und Panik auslösen. Ihr alten Konservativen haben nichts gemacht. Ihr alten 68er hier habt auch nichts gemacht. Nicht genug gemacht. Wird man, wenn man alt wird, faul und gemütlich? Macht Reichtum konservativ? Wer ist hier eigentlich der Feind? Wer ist ja eigentlich der Feind? Wer ist ja eigentlich der Feind? Müssen wir uns radikalisieren? Braucht es Gewalt, um die vorherrschenden Verhältnisse zu ändern? Willst du mit mir eine Bank anzünden? Willst du mit mir Berlin blockieren? Hast du vielleicht Lust, mit mir eine friedliche Demo anzumelden? Feuer in Zentralafrika, Feuer in Sibirien, Feuer in Indonesien, Feuer in Bolivien. The world outside is burning! But it isn't the fire that makes me feel warm. Manchmal geht es nur um ein Gefühl oder um den Wechsel von Gefühlen. Ich erlebe eine Ungerechtigkeit, werde wütend und muss entscheiden, was wird aus meiner Wut. Mein
Das letzte Mal, als ich Schlagzeug gespielt habe, war damals im Jugendhaus in Ludwigsburg. Dort habe ich die meiste Zeit meiner Jugend verbracht und habe meine ersten Erfahrungen mit der Bühne gesammelt. Dort haben mich dann eines Tages ein paar Jungs angesprochen, ob ich es mir auch vorstellen könnte, Texte zu schreiben und zu singen. Ich sagte ja, und ehe ich mich versah, war ich Sänger einer Rockband. Es war für mich eine sehr bewegende Zeit. Wir waren eine tolle Truppe, wir hatten eine ziemlich gute Energie auf der Bühne und wir hatten große Träume. Mein großer Traum war, dass ich irgendwann mal von dem, was ich auf der Bühne mache, mein Leben finanzieren kann. Wir haben dann irgendwann bei so einem Band-Contest mitgemacht. Ich hatte darauf nicht so wirklich Lust, weil ich keine Lust hatte, mit meiner Musik oder mit der Musik, die wir machten, einen Wettbewerb zu betreiben. Die Jungs sahen das allerdings als eine Chance auf einen großen Absprung ins große Musikbusiness. Wir kamen ins Halbfinale und die Stimmung wurde immer verbissener, angespannter. Die Jungs wollten immer mehr proben, beinahe jeden Abend, was für mich aber nicht drin war. Ich habe mich zu der Zeit mit mehreren Gastrojobs durchs Leben geschlagen. Im Gegensatz zu den anderen konnten meine Eltern mir eben nicht meine Wohnungsmiete, Proberaummiete oder das Equipment bezahlen. Sie hatten schlicht die finanziellen Mittel dazu nicht. Ich musste schon immer für alles, was ich haben wollte oder machen wollte, selbst hart arbeiten. Wir kamen ganz offensichtlich aus verschiedenen Verhältnissen, verschiedenen Welten, verschiedenen Lebensrealitäten. Und dessen waren wir uns auch immer bewusst und es tat auch nie was zur Sache. Dann aber doch. Eines Abends stand die versammelte Band bei mir im Restaurant, als ich gerade am Kellnern war, und unterstellte mir, ich würde die Bandsache nicht ernst nehmen, weil ich zu einer Extraprobe nicht erschienen bin. Als ich ihnen erklärte, dass die Band momentan das Wichtigste für mich sei und dass ich auch arbeiten muss, um die Ausgaben dieser Band leisten zu können, haben sie mich nicht ernst genommen. Die hatten so einen Tunnelblick wegen dieses Wettbewerbs und ihnen ging es einfach viel zu gut in dem Moment, um mich nachvollziehen zu können. Am nächsten Morgen war ich nicht mehr in der Band. Sie haben mich ersetzt und der neue Typ hat auch noch ohne mich zu fragen meine Texte gesungen. Sie kamen nicht ins Finale und ich darf immer noch auf einer Bühne stehen. Aber was ich daraus gelernt habe ist, Geld ist eben Anfang und Ende eines jeden großen Traums. You're listening to There's something happening here, and what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there. He's telling me I got to beware. I think it's time, listen up, people, what's that sound? It's time that everybody knows what's going wrong. We better stop, listen up, people, what's that sound? It's time that everybody knows what is going wrong. Bad lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance. Tell me how we never stop. Listen up, people, what's that sound? It's time that everybody knows what is going wrong. We never stop. Listen up, people, what's that sound? It's time that everybody knows what is going wrong. What is it for heat? 1,000 people in the streets. They sing songs and carrying signs. What's he say? Let's change our minds. So listen up, we never stop. Listen up, people, what's that sound? It's time that everybody knows what is going wrong. We never stop. Listen up, people, what's that sound? It's time that everybody knows what is going wrong. Paranoia strikes deep into your life and full creep. It starts when you're always afraid. Step out like the man come and take you away. We never stop. Listen up, people, what's that sound? It's time that everybody knows what is going wrong. We never stop. Listen up, people, what's that sound? It's time that everybody knows what is going wrong. Ja, also ich ging ja schon sehr gerne wandern, als ich jünger war. Und da habe ich eigentlich auch das erste Mal so eine Jugendbewegung angetroffen. Und zwar, das war so eine Aussteiger-Community. Ich war damals mit einer sehr guten Freundin Sway in den Schweizer Bergen wandern. Und wir hatten überhaupt keine Ahnung, wo wir hinlaufen. Wir sind also ohne jegliche Erwartung einfach in der schönen Alpenkulisse umhergewandert. Ja, und ebenso zufällig haben wir dann Leute angetroffen, die uns vom Rainbow Gathering erzählt haben. Wir hatten beide noch nie was vom Rainbow Gathering gehört
Und die haben uns dann gesagt, dass es übersetzt so viel heißt wie Regenbogenzusammenkunft. Genau, und wir dachten so, hey, klingt doch irgendwie ganz cool, lass das mal angucken. Wir sind also dieser Wegbeschreibung gefolgt, sind dahin gewandert, so ins hinterste Tal der Schweizer Berge. Und als wir da ankamen, waren da 2 Leute, die saßen unter so einem großen Begrüßungspavillon, haben uns direkt in die Arme geschlossen und haben gesagt, Welcome home. ja, wir dachten, wow, schöne Begrüßung, sie haben uns noch einen Tee gereicht und dann haben sie uns die Camp-Regel erklärt, nachdem wir gesagt haben, dass wir noch nie Teil der Rainbow Family waren. Ja, und dann durften wir rein in dieses Camp und was uns da erwartete, war wirklich wunderschön. Wir waren inmitten wildester Natur, überall hatten die Leute so kleine Zelte aufgebaut, in der Mitte war ein großes Tipi, eine riesige Feuerstelle und es waren so circa 200 Menschen da auf dem Platz, teilweise nackt, aber auch angezogen und ja, die haben miteinander diskutiert, musiziert, jongliert, whatever. Wir haben dann auch ein Plätzchen für unser Zelt gesucht und Sway war schon die ganze Zeit so ein bisschen nervös und meinte so, Thea, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war, also ich bleibe jetzt hier nur eine Nacht, dann gehe ich auch wieder. Und ich war schon sehr neugierig auf die neue Umgebung, habe versucht, sie zu beruhigen, habe so gesagt, ja, easy, jetzt gucken wir mal, wenn irgendwas ist, können wir ja wirklich jederzeit gehen. Und ja, ich habe dann so eine Erkundungstour gemacht und nach so ein paar Stunden kamen so Rufe über den Platz. Und es war klar, es gibt Abendessen. Wir sind also wie alle anderen in die Mitte dieses Platzes gegangen und haben da einen großen Kreis gebildet. Ja, liebes Publikum, an dieser Stelle möchte ich gerne, dass ihr euch jetzt erhebt und zu uns in die Mitte kommt und mit uns diesen großen Kreis einmal nachstellt. Super. Ja, wir haben uns dann an den Händen genommen. Genau, und die Köchinnen haben das Essen in die Mitte getragen und ich war schon richtig hungrig, habe mich richtig gefreut und dann ging aber ein Kuss durch den Kreis. Das ist dann sowas. Gut, stopp, danke, das reicht. Ja, als der Kuss dann langsam so in meine Richtung kam, Sway stand rechts von mir, war ich richtig hin und her gerissen, weil einerseits konnte ich mich kaum halten vor Lachen, wenn ich Sway angeguckt habe, die einfach so die Welt gar nicht mehr verstanden hat und am liebsten davon gerannt wäre. Und andererseits wusste ich selber nicht, wie ich das jetzt gleich finden würde, wenn mich so eine wildfremde Person einfach auf die Wange küsst. Ja, ich habe den Kuss natürlich brav weitergegeben. Und bevor ich dann noch irgendwie weiterdenken konnte, ging es auf Knopfdruck weiter. We are circling, circling together. We are singing, singing our heart songs. This is family, this is unity. This is celebration, this is sacred. Ja, mich überkam so langsam ein komisches Gefühl. Und ich habe gedacht, was ist das hier eigentlich für eine Gemeinschaft? War das jetzt echt oder aufgesetzt? War das jetzt ideologisch oder eine Utopie? Und wenn ja, wieso fühlten wir uns da so als Fremdkörper? Und wieso fühlte ich mich so unwohl in dieser Gemeinschaft? Warum konnte ich mich nicht auf dieses Rainbow Gathering einlassen? Ich habe den Sway noch einmal angeguckt und zwar ganz klar, wir müssen hier möglichst schnell weg. Soll
Carola gefragt, Mario, hast du nicht Bock, mit mir auf die Demo gegen rechts zu gehen? Und ich so, ja klar, warum nicht, hast du noch nicht gemacht. Ich stehe also am Bahnhof, warte auf Carola und sie kommt mit so einem fetten Schild auf mich zu, ja, das bin ich, wo drauf steht, Nazis raus. Im Zug erklärt mir dann Carola, was man alles so braucht. Und ich dachte, okay, ich habe weder eine Bezugsgruppe, noch irgendwelche Signale, noch irgendwelche Transbis, noch Mineralwasser ohne Kohlensäure, um mit Pfefferspray aus den Augen zu wischen, noch die Kondition, um von den Bullen wegzulaufen. Das kann ja heiter werden. An der Treppenstraße angekommen mussten wir erstmal warten, wir waren viel zu früh. Der erste Redner kam, der Platz füllte sich und alle setzten wir uns so langsam in Bewegung. Und alle schrien so ganz laut, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus, Nazis raus. Und ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen unwohl gefühlt, aber irgendwann hatte sogar ich meine Hemmung verloren und habe ganz laut geschrien, Nazis raus, 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 Nazis raus. Danke. Und da habe ich das Gefühl, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, ich gegen den Rest der Welt, ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich was verändern kann. Und in dieser tollen Stimmung habe ich dann Max kennengelernt. Max war ein sehr netter junger Herr mit so blonden Haaren und blauen Augen, hatte ein wunderschönes Lächeln. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand ihn total süß. Also es war damals so, ich war 16 und habe lieber Jungs hinterhergeschaut als Mädchen, auch wenn das Ganze noch nicht so offiziell war. Und der süße Max hat uns dann von der Gegendemo auf dem Friedrich-Ebert-Platz vor der alten Post erzählt. Da sind wir dann hin, wir kommen da an, alles ist abgesperrt, überall Polizei, die kloppen sich fast, voll krasse Stimmung, es ging nicht nur um rechte Tendenzen, es ging auch um Globalisierung, eigentlich ging es um alles und ganz laut lief Raven gegen Deutschland. Und ich gucke mir das an und denke so ein bisschen, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es ein bisschen eklig, weil da waren überall Bierflaschen auf dem Boden, es stank nach Kippen, nach Alkohol, diese Typen, die sich so krass fast gekloppt hätten, mir war das ein bisschen zu viel. Das merkte Max und sagte dann, ey, hast du nicht Bock mit mir in mein besetztes Haus zu gehen, wollen wir da nicht ein bisschen chillen? Und ich so, ja klar, warum nicht? Und dann bin ich mit Carola und in dieses besetzte Haus. Als wir die Türschwelle übertraten, sagte Max zu uns, ganz freudig und laut, Welcome home! Und ich habe es nicht so verstanden. Also ich habe es schon verstanden inhaltlich, weil Englisch konnte ich damals schon, aber also in der Situation kam es ein bisschen komisch vor. Egal. Max hat uns jeden vorgestellt, die Betonung liegt ja auf jeden, denn eigentlich waren es nur nette, gut aussehende Männer, die sich in diesem Haus befanden. Und alle sangen wir dann voller Freude auf der Terrasse ein Lied. Und zwar We are circling, circling together. We are singing, singing our rebel songs. This is family, this is unity, this is revolution, this is sacred. Es wurde immer später und später und ich dachte, okay, jetzt muss aber was passieren. Und bis ich irgendwann merkte, es passiert nichts, weil irgendwann fingen auf einmal alle an, miteinander rumzuknutschen, also Männer und Frauen, weil Frauen waren mittlerweile auch eingekocht oder zugelassen, keine Ahnung, jedenfalls waren die da und haben miteinander rumgemacht. Und ich war so, gut, das passt mir eigentlich ganz gut, weil ich muss sowieso den letzten Zug nach Hause kriegen. Und suche also Carola, gehe runter ins Café, total dunkel. Und wen sehe ich da miteinander rumknutschen? Max und Carola. Ich so, gut, dann musst du wohl alleine nach Hause gehen. Ich mit gesenktem Kopf ab zum Bahnhof. Und im Zug hatte ich dann so ein weirdes Gefühl. Also ich dachte, okay, ich war das nicht. Ich war nicht so ein Revoluzer-Typ, der sich mit irgendwelchen Leuten kloppt. Ich war auch nicht so ein Hippie-Typ, der mit seiner kuscheligen Heterosexualität bei allen total gut ankommt. Und dachte so, okay, Mario und die Revolution, das passt wohl nicht so gut zusammen. Und dann hatte ich so den Gedanken, dass es da so ein komisches Verhältnis gibt von Gender, Sex und Revolution. Also ich kann es auch nicht genau beschreiben, aber ja, irgendwie so. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kommen mir diese Demos heute noch total sinnlos vor. Ja, das Rebellieren ist nämlich schwieriger geworden. Früher brauchtest du nur zu kiffen und lange Haare zu haben und das Establishment war automatisch gegen dich. Was früher subversiv war, kannst du heute im Laden kaufen. Che Guevara-T-Shirts, Anarcho-Sticker. Ja genau, und deswegen gibt es überhaupt keine Jugendbewegung mehr, denn alle haben das Gefühl, das war schon mal da, wir haben es versucht
Und es hat nicht funktioniert. Warum soll es also bei uns klappen? Ja, aber weißt du, bei der ganzen Revolution, die es gegeben hat, ich meine, klar haben sie im Einzelnen vielleicht nicht funktioniert, aber wichtig ist auch, dass die wichtigsten Ideen überlebt haben. Genau so ist das bei den privaten Revolten auch. Das, was davon gut ist, das, was davon in dir überlebt, das macht dich stärker. Dass ich zu all dem nicht dazugehöre, ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass ich nirgendwo etwas sehen kann, woran ich wirklich glaube. Vor ein paar Jahren war ich auf einer richtig geilen Party auf dem besetzten Winz-Areal in Zürich. Und es waren so ca. 3000 Menschen da. Und weil dieses Areal bald abgerissen werden sollte, ist aus der Party mitten in der Nacht eine Demonstration entstanden. Also das heißt, die ganzen 3000 Party-People sind mitten in der Nacht auf die Straße gegangen und haben dort getanzt und gefeiert. Und natürlich war auch die Polizei am Start. Ich war mit Yoshi, einem süßen Typen, unterwegs und wir hatten uns einen Einkaufswagen geschnappt, der irgendwo am Straßenrand rumlag, und er hat uns 2 Pussy Riot Masken besorgt, die wir uns dann überzogen. Wir waren also mitten auf den Straßen von Zürich und haben demonstriert, getanzt und gefeiert. Und wir haben der Stadt und der Polizei gezeigt, dass wir uns dieses Areal nicht so leicht wegnehmen lassen. Ich war wütend, dass die Polizei schon wieder so brutal einschritt. Weil weiter vorne haben sie bereits mit Wasserwerfern und Gummischrot um sich geschossen. Daraufhin teilte sich die Demo in mehrere Seitengassen auf, um der Polizei auszuweichen. Yoshi und ich eilten auch in eine Seitengasse und die Demo nahm langsam an Fahrt auf. Aus gemütlichem Laufen wurde schon bald hektisches Rennen. Wir bewaffneten uns mit herumliegenden Bausteinschrott und schmissen herumliegende Gegenstände auf die Straße. Und ich und Yoshi waren da. Ich wurde immer wütender und aggressiver. Diese scheiß Polizei war einfach so aggressiv. Und ich beauftragte Yoshi, sich an eine Hauswand zu stellen. Ich kletterte auf seine Schultern und hämmerte mit einem Stein auf eine Überwachungskamera ein. Diese ganze Überwachungsscheiße ging mir sowieso auf den Sack. Ich fühlte mich gut und groß, voller Adrenalin. Ich hatte was krass gemacht, was Direktes, so unmittelbar. Das war nicht irgendein Gesetz, worüber jahrelang diskutiert wurde, ehe es in Kraft trat. Es war das Gesetz der Straße. Aktion, Reaktion. Und ich war die, die handelte. Ich fühlte mich wie in einem Rausch. Und wir rannten weiter und was dann passierte, übertraf jegliche Vorstellungskraft. Wir kamen vor einem Supermarkt zustande, der so eben geplündert wurde. Die Demonstranten warfen das ganze Essen auf die Straße. Schokolade, Eiscreme, Aufstrich, alles flog uns entgegen, insbesondere goldene Schokolade. Und ich konnte es gar nicht fassen, was ich hier gerade miterleben durfte. Es war ein Ausnahmezustand. Es fühlte sich wie eine kleine Revolution an. Die vorherrschenden Verhältnisse hatten sich für einen kurzen Moment gedreht. Wir schnappten uns ein paar Osterhasen und rannten glücklich weiter.
Also mit 12 geht das bei uns im Dorf mit dem Konfirmationsunterricht los. Und mit 14 wurde ich dann konfirmiert in der evangelischen Gemeinde zu Schlagen. Und ich war dann total lange in einem Jugendhaus tätig. Und wir haben da so mehrere Sachen organisiert. Also Freizeiten, Gottesdienste, Krippenspiele auch, natürlich in moderner Version. Und ich habe da in diversen Produktionen mitgespielt, also unter anderem den Esel, Josef, den Engel habe ich auch mal gespielt, nur Maria nicht. Das war aber überhaupt nicht schlimm, weil ich hatte eine echt gute Zeit da in der evangelischen Jugend. Und wenn ich so an Jugendbewegungen denke oder mich frage, wann ich mich als Teil einer Jugendbewegung gefühlt habe, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann war das in der Kirche. Nachts im Wald, wenn sie flüstern, dass das schallt. Ich mag den Weg, ich mag das Ziel, den Exzess, das Selbstexil. Ich mag das Schaudern und nicht zu knapp. Ich gebe jedem etwas ab. All das mag ich, all das mag ich, aber hier leben, nein danke. Aber hier leben, nein danke. Ich mag die Spiegelung der Luft und wenn die Sehnsucht nie verpufft, den Glanz des Lebens in einem Tag. Ich mag den Zweifel, der an mir naht, wenn meine Angst mich nie verlässt. Ich mag den Tanz, das Idiotenfest, wenn wir irren, nachts im Kreis, eine Bewegung gegen den Fleisch. All das mag ich, aber ihr Leben, nein danke, aber ihr Leben. Nein, danke.
Jedes Mal, wenn ich an die Ausschreitungen vom Schwarzen Donnerstag bei Stuttgart 21 denke, frage ich mich immer wieder dieselben Fragen. Warum musste diese Situation so eskalieren? Warum muss die Polizei gegen friedliche Demonstrantinnen, gegen die eigene Bevölkerung so brutal vorgehen? Gegen Rentner, Familien, Kinder mit Wasserwerfern, Schlagstöcken und Pfefferspray. Das ist doch so sinnlos. Kennt ihr diese Fotografie von dem Typen, der in der ersten Reihe stand? Von dem Rentner in der Schusslinie eines Wasserwerfers? Dicke, blaue, angeschwollene Augenlider und leere, blutende Augenhöhlen. Der kann nichts mehr sehen! Was ist das wert? Ich war danach auf keiner Stuttgart 21-Demo mehr. Wenn die inhaltlichen Auseinandersetzungen nach G20 verschwinden, Hinter den Bildern aus Hamburg, die man wollte und inszenierte, Damit niemand mehr über das Eigentliche redet. damit man nicht mehr über Klimaziele und Handelskriege spricht. sondern nur noch vom armen Mann vom kaputten Rewe und vom brennenden Porsche in Blankenese. Oh je, so schlimm, unsere schöne Stadt, ganz dreckig. Aber ein paar Stunden später glänzt wieder alles in Hamburg und man kann es sich schön gemütlich machen, Sonntagabends in seiner Wohlstandsblase. Und bei der nächsten Wahl setzt der oder die BürgerInnen das Kreuz dann ein Stück weiter Die rechts. 20.000 Polizisten haben ja nicht gereicht, wir brauchen noch mehr Sicherheit. Wenn die Repression sichtbar wird, in Formen von Choreografien aus Wasserwerfern, Hubschraubern und Kolonnen von Polizeiautos, Schön sieht das aus, die Repression. Die Knüppel glänzen ganz dick und schwarz. Wenn die Hilflosigkeit sichtbar wird in sinnlosen Bewegungen von Hundertschaften. Schnell nach da, Platz da! Und sich gegen alles, was im Weg steht, wendet. denn alle, die bei dieser Machtdemonstration nicht Platz machen, sind potenzielle Feindinnen. Auch der Sanitäter, die Journalistin oder die friedlichen Demonstranten mit bunten Schildern. Denn seht ihr nicht, wer die dicken Panzerautos und die dicken Eier hat? Wenn die ansonsten abstrakte Gewalt des juristischen und staatlichen Apparats und des globalisierten Kapitals auf einmal materiell wird. Körperlich und sich entlädt in den Straßen, in denen wir wohnen. Und es dann auf den Barrikaden brennt. Aber Schuld ist immer der Rechtlose. Das Recht ist immer auf der Seite der Macht. Das ist der psychologische Kniff des Systems. Wenn die Medien ihre Schubladen öffnen und da alle als linksradikale, autonome Randalierer reinpacken. Egal, ob das der 17-jährige Asse ist, der mal eben Bock hat, Krawall zu machen und deswegen ohne Agenda den Ökoladen angreift. Um dann seinen Burger bei McDonalds zu essen. Aber als ich das in der Zeitung besser liest, linksradikale Autonome randalieren. Jemand denkt, man weiß ja, wer dabei gewesen ist und wer nicht. Wenn die Menschen in den Bussen und Bahnen kontrolliert werden, weil sie cool, schwul oder antiimperialistisch aussehen. Und es immer wieder um dieselben Formen der Diskriminierung geht. Wenn die Polizei die Fakten einfach verdreht, das kann man ja, das machen Gäste wie Trump doch auch. Warum sollte man da objektiv sein, wenn das Sichtfeld des Schutzheims doch so klein ist, dass man nichts sieht? Außer sich selbst, ganz subjektiv. Und seine eigene Angst und seinen eigenen schnellen Atem. Und man gar nicht mehr checkt, dass man gar nicht mehr menschlich aussieht in dieser schwarzen Uniform wie aus Star Wars. Sondern wie ein Bild des Bösen, aber auch das ist psychologisch kalkuliert, denn der Gegenüber soll ja auch Angst haben. Still sein und sich nicht trauen zu demonstrieren. Denn Proteste wollen sie hier nicht. No, sie wollen ja Werbung machen für Hamburg und seine Elbphilharmonie, damit endlich auch mal internationale Gäste kommen. Doch, die bleiben jetzt sicher aus. Wenn all das und noch viel mehr gleichzeitig passiert und letztendlich ist doch gar nichts passiert, außer einem riesigen Big Fail, weil das alles so sinnlos war, so unmöglich, so polarisierend, so kräfteaufend. Dann hoffe ich, dass da jetzt einfach noch ganz lange darüber gesprochen wird.
Es geht ganz langsam. Das merkst du gar nicht. Schritt für Schritt. Irgendwann willst du auch eine rostige Karre loswerden. Willst ein Auto haben, das zuverlässig ist, eine Klimaanlage hat, Garantie. Dann heiratest du, hast Familie, kaufst ein Haus, hast die Kinder, willst denen was bieten. Es kostet Geld, Sicherheiten. Dann machst du Schulden ohne Ende. Ja, und um die abzuzahlen, musst du Karriere machen. Um Karriere machen zu können, musst du so denken wie die anderen. Und irgendwann ertappst du dich dabei, wie du in der Wahlkabine stehst und dann das Kreuz für die CDU machst. Sag mal, wie viele Stunden arbeitest du eigentlich so am Tag? Ja, so 13, 14 Stunden sind es schon. Und was machst du da mit dem ganzen Geld? Du häufst die Dinge an. Schöne, teure Dinge, ja, eine Riesenvilla, eine schicke Karre, eine hübsche Yacht. Alles Dinge, die signalisieren sollen, ich bin ein Alpha-Tierchen. Tja, mir fällt gar kein anderer Grund dazu ein. Ich meine, du hast ja gar keine Zeit, den ganzen Tag mit deiner Yacht durch die Gegend zu gondeln. Die Frage ist also, warum zum Teufel kriegst du deinen Hals nicht voll? Weißt du, ich habe gedacht, mit dem Geld kommt die Freiheit. Das Gegenteil ist der Fall. Du wirst erdrückt von Verantwortung. Ich fühle mich manchmal wie im Knast. Ihr beschuldigt den Falschen. Ich habe zwar nach den Spielregeln gespielt, ich habe sie aber nicht erfunden. Es geht nicht darum, wer die Pistole erfunden hat, sondern wer den Abzug abdrückt. Kiffen erstickt die revolutionäre Energie der Jugend. Gras auch? Nein, Gras ist okay. Aber die körpereigenen Drogen sind eigentlich auch nicht schlecht. Eigentlich viel geiler. Adrenalin etwa? Ja, zum Beispiel. Aber da gibt's 1000 Dinge. Endorphine. Oder Glückshormone, wenn du mal wieder so richtig verknallt bist. Ja gut, das sind aber schon die härteren Drogen. Da muss man richtig aufpassen. Dass man nicht in die Beschaffungskriminalität abrutscht. Angst ist eine geile Droge. Du darfst dich ja nicht von der Angst treiben lassen. Du musst sie als Motor verwenden. Aber das kannst du trainieren. Du musst dich einfach in eine Situation reinversetzen, wo du richtig Schiss hast. Und da ist da erst einmal nur Panik. Und dann nach einer Zeit setzen die Funktionen vom Körper ein. Und dann traust du dich immer mehr. Und irgendwann wächst du richtig über dich hinaus. Und dann traust du dich irgendwann alles. Glaubst du das oder weißt du das? Ich weiß es. 1000-mal probiert. Der erste Schritt ist, du musst das Unrecht erkennen. Und der zweite, du musst handeln. Ja, und wie? Den ersten musst du alleine machen. Für den zweiten brauchst du Verbündete. Und wo finde ich die? Wenn du mit eins fertig bist, kannst dir mal die Polizei fragen. Oh Oh. What's happening? Don't worry! Leute! I'm not dangerous man! I'm not a bad man! I'm only a policeman! I'm here only for helping! I don't know why everyone run away from me when they see me. But I know why. Because I'm a policeman. Also in Syria, when I see police, I want to run away. Police, police, police. I remember when I'm children, every night before I'm sleeping, I dream. When I grow up, I want to be policeman. This is my dream. I like policeman. حتى وقت كنت روح على المدرسة كانوا الولاد كلهم ينادوا لي عزت بوليسمان عزت بوليسمان بحفلة تنكرية كل الولاد عملوا أشكال غريبة إلا أنا عملت بوليسمان. كنت أحب هذا الكاركتر بوليسمان.
ليوم من الأيام كنت قاعد بالبيت بشوف الأخبار. When I see police in my country, I forget my dream. Because police in my country very bad, very dangerous. اعتقالات، قتل، ذبح، ممارسات بشعة بحقنا. هذا الوقت قررت انسحب. I forget my dream. I don't want to be policeman. I want to be Mickey Mouse. Yeah, he's all time happy. I like Mickey Mouse. بعد شي سنتين بتذكر my father decided to travel to Germany because my father had big problems with security police Syria. وبالفعل أخذني وأخذ أخي وأهلي ورحنا على جيرماني. أول ما وصلت على ألمانيا first people I see in Germany police. When I see him, he's different. Not same my country. He's smiling. He's funny. When he sees, hello, wie geht's? Alles gut? Yeah, no, not good. I don't like you. After 2 minutes, I say, he's not same police in my country. And I remember my dream. Yeah, I want to be policeman. وبالفعل عشت بألمانيا وكبرت فيها، وبعد بعمر 18 سنة بعتقد عملت Ausbildung Police. Do you know Ausbildung? Of course, you are from Germany. You want to know Ausbildung. بالفعل لبست طاقيتي ولبست جاكيتي وصرت شرطي ومارست مهنتي. كان هذا أجمل شيء بعيشه بحياتي، إني أصير شرطي. Now, after 13 years, I think I have only 1 year, and then I finish my job. I don't know what I do after this. Maybe I remember my first film, Mickey Mouse. Yeah, and I play with children. I know I speak too much. Thank you for listening. Now, I have only 1 year. I go to my job. Oh, hello! How are you? It's my friend, funny man. Heute hier und dort, bin kaum da, muss ich fort, hab mich niemals deswegen beklagt. Hab es selbst so gewählt, nie die Jahre gezählt, nie nach gestern und morgen gefragt. Manchmal träume ich schwer und dann denk ich, es wär Zeit zu bleiben und nun was ganz anderes zu tun. So vergeht Jahr und Jahr und es ist mir längst klar, dass nichts bleibt, wie es war. Ja, hallo und herzlich willkommen heute Abend. Das hier ist Ernst, nein, Margarete, Entschuldigung. Das ist Ernst und wir sind die Wandervögel. Ganz genau, und wir freuen uns, dass Sie heute Abend den Weg auf sich genommen haben, um hier im Löwen zu sein. Wir haben auch schon einen längeren Weg hinter uns. Wir sind nämlich direkt von der Wurmlinger Kapelle hergewandert. Das war schön, nicht wahr, Margarete? Ja, aber auch anstrengend. Es gibt ja zweierlei Arten von Wandern. Wandern als Tourist und Wandern als Wandervogel. Der Weg des Touristen ist durch Landkarten und Gasthöfe bestimmt. Er möchte gute Aussicht, gutes Wetter, gute Bahnverbindungen und in seiner schlimmen Abart Den Sonnenuntergang auf den dazu bestimmten Berge sehen. das alles brauchen wir nicht. Nein. Und was wir hier auch nicht brauchen, das ist der gemütliche Theatergänger, der zurückgelehnt in seinem flauschigen Kinosessel den Fünfakter genießen will.
Nein, wir brauchen heute Abend robuste Wandersleute mit festem Schuhwerk, ausreichender Kondition und am besten etwas Proviant dabei. Denn wir haben heute Abend eine Wanderung mit Ihnen allen vor. Sie haben ja am Anfang am Eingang einen Zettel bekommen, da steht ein Name drauf und der gehört zu einem der 6 wunderbaren Menschen, die Sie heute durch den Abend führen dürfen. Das sind einmal Elsa, Margarete, Ernst, Thea, Mario und Chris. Ich sage Ihnen gleich zu Anfang an, die Wanderung wird nicht einfach sein. Es wird Steigungen zu erklimmen geben, es wird Höhlen zu erforschen geben, aber ich verspreche Ihnen, die Aussicht wird sich immer lohnen. Bitte lassen Sie die Natur unberührt. Auch die Requisiten, nehmen Sie keine seltenen Blumen mit nach Hause, davor habe ich Ihre Müll. Unsere Wanderung wird circa 30 Minuten gehen. Danach kehren alle Wandernden wieder hierher zurück in den Saal für den 3. Teil des Abends. Wer nicht gut zu Fuß ist, kann sich selbstverständlich auch einfach in seinem Kinosessel zurücklehnen und sich auf der Leinwand berieseln lassen. Also ich rufe noch einmal in Erinnerung, wir haben die Gruppe Ezra, die Gruppe Thea, Mario, Chris, Ernst Und Margarete. Margarete. Ganz genau. Dann bitte ich Sie nun, in Ihre jeweiligen Gruppen sich zu begeben. Vielen Dank. Lisa, ja. Hallo. Chris. Mario. Ja. Genau, wir können eigentlich folgen, weil wir müssen das so in die Okay. Okay. Geile Mucke, oder? Die hat ihre Oma aus dem Westen rübergeschmuggelt. Die ist über 60 und darf sich frei bewegen. Willst du ein Bier? Es war einfach Wochenendfrust. Da ist sie in den Keller gegangen, hat eine Schere aus dem Regal genommen und sich die Haare abgeschnitten. Danach hat sie noch ein bisschen rote Farbe, die auch im Regal stand, genommen und sich in die Haare geschmiert. Als ihr Vater sie gesehen hat, hat er ihr erstmal eine geklatscht. Später haben ihre Eltern dann entschieden, dass sie auf der Straße nicht mehr ansprechen darf. Wenn sie es täte, würden sie einfach ignorieren. Aber sie scheißt voll auf die sozialistische Kleiderordnung. Punk, Alter 15 bis 22 Jahre, Englisch Dreck, Abfall, charakterisiert durch äußerliche Dekadenz, gesellschaftlich widrige bis gefährliche Erscheinung, verdreckte, zerrissene, mit Farbe beschmierte Kleidung, Utensilien wie Sicherheitsnadeln, Rasierklingen, mehrfarbiges Haar. Von diesen nach westlichen Verhaltensmustern auftretenden Gruppierungen und Zusammenschlüssen gehen, wie Vorkommnisse aus letzter Zeit beweisen, nicht zu unterschätzende Gefahren für die Öffentlichkeit aus. Am 2. September haben sie die Bullen eingestellt, weil sie mit Lippenstift an eine Garagentür staatsfeindliche Parolen geschrieben hat. Sie haben sie von Anfang an wie eine Terroristin behandelt. Fotos gemacht, Fingerabdrücke genommen, ihr die Haare abrasiert. Am schlimmsten war, als sie sich im Keller ausziehen musste und die Bullenfrau ihren Lappen gegeben hat. Den musste sie sich zwischen die Beine reiben und danach in ein Wegglas mit ihrem Namen legen. Als sie gefragt hat, was das soll, hat die Bullin geantwortet: Das ist für die Hunde, dass sie deine Fährte haben, wenn du wegläufst. Nur in der Kirche haben sie Fürsprecher. Eigentlich wollte sie mit der Opposition ihrer Eltern nichts zu tun haben. Aber nur in der Kirche gibt es Punkkonzerte. Und Punk
Das ist ihre Droge. Im Rahmen einer operativen Bearbeitung musste eine Gruppe von mehreren Punk-Anhängern strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden, da sie sich gegenseitig Fingerfrakturen beibrachten. Durch diese kriminelle Handlung wollten sie sich dem Arbeitsprozess entziehen, sich mit dem gezahlten Krankengeld materiell absichern und strafrechtlichen Konsequenzen entgehen. Die Form der offenen Jugendarbeit wird genutzt, um unter Missbrauch kirchlicher Einrichtungen Punk-Anhänger zu konzentrieren und feindlich negativ zu beeinflussen. Besonders aktiv treten dabei kirchliche Einrichtungen in Erscheinung, die operativ als feindlich negativ bekannt sind. Das Ministerium für Staatssicherheit gewährleistet die Unantastbarkeit der staatlichen Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik unter allen Lagebedingungen. Sie haben keinen Anlass, mit diesen Figuren zart umzugehen. Der See von E.A. Poe. In meinen jungen Jahren trieb mich Sehnsucht oft an einen Ort, der mich gebannt hielt wie ein Hort. So war die Einsamkeit mir lieb von einem See, um dessen Rand ein schwarzes Felsgemäuer stand. Eine Lust, die Schauer barg, so zitternd und dämonisch stark, wie sie im unterirdischen Gaum der spüren mag, der in Schein erhascht von schimmerndem Gestein. Der dort für seine Fantasien besänftigende Tröstung fand und dem sein Träumen wandeln hieß, das finstere Reich zum Paradies. Das ist mein Lieblingssong, wegen der Lyrics. Das hat sie gesehen. Das ahnungslose Pferd wurde fest zu Boden gedrückt, während einige Soldaten seinen Bauch aufschlitzten. Der Schuldige wurde in den Bauch des Pferdes geschoben. Nur sein Kopf ragte aus dem sterbenden Tier hervor. Dann nähte ein anderer Soldat die Wunde mit dem Schuldigen darin zu. Verurteilt zu sterben, zusammen mit dem verwesenden Tier, schreiend. Die junge Gräfin sah zu. Sie konnte kaum ein Kichern unterdrücken. Teppich und Öl reicht rein.
Go walk on the wild side. You can become anything and do anything right here, right now. It won't be questioned. I've been a man, and I've been a man who emulated a woman. I've never been a woman. I never had that service once a month. I've never been pregnant. You know, I can never say how a woman feels. I can only say how a man who acts like a woman or dresses like a woman feels. Ich möchte eine Präsidentin, die mit 16 eine Abtreibung hatte. Ich möchte eine Präsidentin, die arbeitslos war. Eine Präsidentin, die sexuell belästigt wurde, die abgeschoben wurde und die diskriminiert wurde. Das ist ja großartig. Herzlich willkommen. Ich möchte Ihnen ein Gleichnis erzählen. Stellen Sie sich vor, Sie sind Besitzer eines großen, stolzen Anwesens. Sie leben dort mit Ihren Töchtern und Söhnen. Die Stadt, in der Sie leben, ist in Zeiten des Friedens zu großem Wohlstand gekommen. Der Nachbarstadt geht es leider nicht so gut. Die Menschen fliehen dort vor Krieg und jahrelanger Misswirtschaft hin zu ihrer Stadt. Der Bürgermeister ihrer Stadt hat beschlossen, dass alle Hausbesitzer den Flüchtlingen helfen und jeder soll welche bei sich aufnehmen. Das löst Murren unter den Hausbesitzern aus. Einige verweigern sogar ihre Hilfe. Aber nicht sie. Sie waren schon immer besser als die anderen. Und deswegen laden sie so viele Menschen zu sich ein, wie sie aufnehmen können. Und obendrein noch feiern sie ein Fest. Sie wollen ein großes Fest feiern. Ihre Söhne und Töchter
kommen mit dem Vorbereiten des Fests gar nicht so schnell hinterher. Da ist auch schon der große Tag angekommen. Und als sie die Pforten ihres Hauses öffnen und auf den Vorplatz hinaustreten, da sind 10-mal so viele Gäste gekommen, wie sie eingeladen haben. Ihre Kinder erzählen ihnen, dass sie so viele Leute gar nicht beherbergen können. Aber sie sind ein guter Mensch und sie können diese notleidenden Menschen nicht abweisen. Also bitten sie alle zu sich hinein. Wir schaffen das. Ihre Kinder haben ihre liebe Not, alle Leute zu versorgen, jedem einen Platz zum Schlafen anzubieten. Doch es reicht. Jeder bekommt ein bisschen Suppe, jeder findet ein Lager auf einem Teppich. Aber die Leute wollen keine Suppe, die wollen braten. Die Leute wollen keinen Platz auf dem Teppich, die wollen Federbetten. Die Gäste wollen keine Gäste sein, die möchten bei ihnen leben. Und als sie merken, dass sie nur vorübergehend willkommen sind, da werden sie unverschämt. Einige werden zornig und beginnen in ihrem Haus zu randalieren. Sie vergreifen sich an 100 Jahre alten Schätzen. Sie spucken ihren Vorfahren, die auf Porträts abgebildet sind, ins Gesicht. Sie schmieren mit Farbe neben das Kreuz des Herrn, das Symbol ihres Götzen. Wieder andere missbrauchen ihre Töchter. Sie zwingen sie zu Verlobungen. Und dann behandeln sie sie wie ihr Eigentum. Sie verstecken sie unter dicken Tüchern. Wieder andere gehen zur Eingangstür. Und als sie diese verschlossen vorfinden, treten sie auf für ihre Freunde, die hineinströmen. Die Söhne, die sich ihnen in den Weg stellen, werden geschubst und geschlagen, bis ihre blutigen Körper am Boden liegen. Und sie, als Hausbesitzer, sie sehen diese Szene wie gelähmt. Und als die Lähmung sich langsam löst, was tun sie da? Gehen sie hin mit dem Schwert und schmeißen diese Vandalen hinaus aus ihrem Haus? Ich sage Ihnen, was unsere Politik anstelle der Hausbesitzer getan haben. Die sind mit bedächtigem Schritt über die zerschlagenen Körper der Söhne gestiegen, vorbei an den gequälten Blicken der Töchter, hin zur Tür, die nur noch in Angeln hängt, haben sich in den Eingang gestellt, gegrinst, zufrieden mit ihrer Arbeit und haben noch mehr Leute hinein ins Haus gebeten. Fernandes ist bald fertig und man braucht keine mehr Angst haben. Ich brauche mir helfen. Ich muss festhalten. Der Maschinenrechner, der ihm dabei half, wog 30 Tonnen und nahm den Platz eines gesamten Stockwerks ein. Mutige prognostizierten, dass man das Gewicht eines solchen Rechners auf ein 20-faches verkleinern könnte. Also auf schlanke 1,5 Tonnen. (1981) existierten 200 vernetzte Geräte, die ausschließlich dem Militär oder zu Forschungseinrichtungen gehörten. Im gleichen Jahr gründete sich ein Club, der die Gefahren der Digitalisierung erkannte und auf sie aufmerksam machen wollte. Seine Maxime war es, Technik ausschließlich zum Wohl der Gesellschaft einzusetzen. Ja,
auch durch die illegale Verbreitung proprietärer Software. Aber ich finde den Gedanken gut. Anders als materielle Güter, die alle einzeln produziert werden müssen, können digitale Güter quasi ohne Aufwand unendlich vervielfältigt werden, sodass sie quasi jedem Menschen auf dieser Welt gehören könnten. Und das ist nochmal ein genialer Kontrast zu unserem aktuellen Wirtschaftssystem. Im Jahre 2000 gab es die Anzahl der Computer wuchs rasant. Im Jahre 2000 war bereits jeder dritte Deutsche online. Und die Utopien überschlugen sich. Armut, Klimawandel und Ungleichheit. All das waren Themen, mit denen Mensch sich damals schon beschäftigte. All das waren Themen, die technisch zu lösen sein sollten. Schon in den nächsten Jahren. Nun, das war 2000. Und wir laufen ja immer noch nicht in Exoskeletten rum, haben keine Flugtaxis und wohnen auch nicht auf dem Mars. Armut, Ungleichheit, Klimawandel, das sind immer noch Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Themen, für die wir keine Lösung haben. Nur ein Haufen Ideen auf dem Elektroschrott. Es gibt neue Projekte. CO2-Staubsauger zum Beispiel. Die Technologie braucht natürlich noch. Braucht noch Zeit, braucht Geld und braucht Ressourcen. Die Einlagerung von CO2 in vulkanischem Gestein ist auch schon möglich. Wir haben nur leider nicht genug vulkanisches Gestein. Umwelt- und tierfreundliches Fleisch aus der Petrischale, das gibt es schon als Prototyp. Aber bis das wirklich vermarktet wird, das dauert noch. Re- und Upcycling-Kulturen werden immer stärker verbreitet. Aber es dauert viel zu langsam. Vertikale Farben, in denen Gemüse wasser- und kerosinsparend angebaut wird, das gibt es auch schon. Aber bis das flächendeckend verbreitet wird, das dauert noch. Ich muss diese Maschine fertig bauen, ich muss die Welt retten. Guten Abend, verehrte Zuschauer. In Prag berät zur Stunde das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei über die Einberufung eines Sonderparteitages sowie über personelle Umbesetzungen. Es ist seine zweite Sitzung innerhalb von 2 Tagen. Am Abend zog der Chef der Einheitsgewerkschaft, Savadil, die Konsequenz aus den aktuellen Ereignissen und trat zurück. Unter dem Druck der anhaltenden Massendemonstrationen hatten sich am Vormittag zum ersten Mal Regierung und Oppositionsgruppen an einen Tisch gesetzt. Der Schriftsteller Havel verlangte als Vertreter des Bürgerforums von Ministerpräsident Adamec unter anderem, das brutale Vorgehen der Polizei gegen Demonstranten untersuchen zu lassen. Wearing Gay Pride. Zwischen Assimilation und Widerstand. Also damals hatten wir solche Probleme nicht. Es war einfach untersagt. Hallo, ich bin Josef. Hi. Ich bin 38, komme aus Tschechoslowakei. Meinen Namen hatte ich von meinem Vater geerbt. Meine Mutter heißt Blanka und ich habe noch einen älteren Bruder, Jan. Assimilation und Widerstand. Diese 2 Wörter passen ganz genau auf meine Familie. Alles schien in Ordnung für uns zu sein, bis meine Mutter weggeflohen ist. Assimilation. Das Wort passt genau auf meinen Vater. Es hat ihm sein Herz zerbrochen, als meine Mutter weggegangen ist. Er hat sich lieber für die Flasche entschieden, anstatt etwas Neues anzufangen, wozu damals die Laune rief. Er wollte lieber blind und taub bleiben, wollte nichts mehr fühlen. Es gehe zu Ende, hat er immer gesagt. So verzweifelt damals waren viele. Er hat aufgegeben. Aber Widerstand, das passt ganz genau auf meine Mutter. Sie hat nie aufgegeben.
Stellen Sie mal vor, junge Frau, sie hat meinen Bruder bekommen, als sie noch sehr jung war. Und 12 Jahre später komme ich noch dazu. Heute kann ich sie schon verstehen, wieso sie weggeflohen ist. Haus, Familie, das musste für sie wie ein Leben wie in einem Käfig zu sein. Sie wollte etwas Neues erleben, ihre Träume verfolgen. Ich stelle mich gern vor, dass sie es geschafft hat, nach Westen zu fliehen. Deutschland, Frankreich oder Amerika. Vielleicht ist sie berühmt geworden. Oder hat sie neue Familie gegründet. Vielleicht habe ich Brüder, Schwestern, welche ich nie kennenlernen werde. Ich kann mit dieser Vorstellung sehr klarkommen. Sehr gut klarkommen. Das kann ich leider über meinen Bruder nicht sagen. 1989, direkt nach der Revolution, ist er nach Deutschland abgereist, unsere Mutter zu suchen. Er hat die Pfaden gefolgt, welche uns unser Vater gelassen hat. Alles gelogen. Er hat die nie gefunden. 1991 musste er sowieso auch herren, weil unser Vater gestorben ist. Er musste sich halt um mich kümmern. Kleiner Junge, 10 Jahre alt. Ich konnte die Sprache nicht. Ich war Ausländer. Ich konnte nie wirklich reinpassen. Auf Hauptschule hatte ich angefangen, ich konnte niemanden. Und die Schule war voll mit komischen Menschen dort. Zum Beispiel die Sophie mit ihrer Emo und Gothic-Ding. Diese dämonische Texte und diese schreckliche Musik, das war nie für mich. Oder Computerfreaks. Die hatten geglaubt, dass die mit ihrem Zeugs das Welt retten werden. Dazu hatte ich nie geglaubt. Oder Punk. Das hat mich damals sehr gefallen, weil ich voll mit Wut war. Und dort war noch ein nettes Mädchen, Lilo hieß die. Ja, damals hatte ich schon genug Verstand gehabt und mir wurde klar, dass ich solche verrückte Frisuren und Klamotten nie tragen würde. Wegen meinem Bruder und meiner Lehrerin hatte ich Sprache gelernt, Hauptschule geschafft, Werkrealschule. Dann hatte ich irgendwann mal mit meiner Ausbildung angefangen, wo ich Liebe meines Lebens getroffen habe. Zwischen Assimilation und Widerstand. Voll viele verschiedene Menschen kämpfen für viele verschiedene Kämpfe. Aber im Kern kämpfen wir alle denselben Kampf. Und was denkt ihr? Ich hatte mich für den Widerstand entschieden. Wenn Bäume brennen, setzen sie ganz viel CO2 frei. Tipping Points. Menschengemachte Landschaft. Mutterboden. Das 6. Artensterben. In dem Moment ist mir klar geworden, dass es keine Hoffnung mehr gibt. Ausrufezeichen. Hol den Vorschlaghammer.
Wir zogen in die Wälder, die starben. No future, no future, no future. Wohin wird der Atem gehen, wohin die Seele wandern, wenn das Meer tot ist? So voller Plastik. Die Felder verseucht sind, voll lauter Chemikalien und der Boden voll versifft ist von radioaktiven Energien. Wi-Fi, WLAN, Bluetooth, Internet, CO2, Methan, seltene Internet, CO2, Methan, seltene Erden. Mein Körper ist eine Demo.
Wir sind mehr als jedes Parlament, mehr als alle Parlamente zusammengeführt. Wir sind 4. I'm only one, but I'm someone. I cannot change everything, but I can change something. And I will not let what I cannot do interfere with what I can do. Die Welt geht gar nicht unter. Sie verändert sich nur so sehr, dass sie den Menschen keinen Lebensraum mehr bietet und wir dann all den anderen Arten folgen und aussterben. Aber die Welt bleibt. Du weißt sehr wohl, dass kein Gedanke verloren gehen kann und jede Handlung eine unendliche Wirkung hat. Wenn du dich mit dem Teufel einlässt, verändert sich nicht der Teufel. Der Teufel verändert dich. Und jetzt? Wohin? Der Gedanke, dass Glück eine objektive Bedingung ist, die mehr als subjektive Gefühle verlangt, wurde wirksam verdunkelt. Seine Gültigkeit hängt ab von der wirklichen Solidarität der Gattung Mensch, die eine in antagonistische Klassen, Nationen aufgespaltene Gesellschaft nicht erzielen kann. Wir müssen uns nicht immer mögen. Wir müssen uns nicht einmal einig sein. Aber wir wissen um die Kraft der Allianzen. Also schaffen wir uns unsere eigenen Strukturen. Und wenn wir in Gefahr sind, werden wir uns aufeinander verlassen können. We hope that sapiens that to deep change is for to listen. Es gibt nur eine einzige feministische Flirtregel und die ist auch noch ganz einfach zu merken, die lautet: Sei kein Arschloch. Ganz einfach. Der Rest ist gesunder Menschenverstand, ein bisschen Anarchie und Liebe und das ist genau das Liebeskind. Wenn man in diesen Zeiten bestehen will, muss man loslassen können. Es geht nicht darum, etwas zu verlieren, sondern um das Wissen, dass nichts auf dieser Welt, absolut nichts, in Stein gemeißelt ist. Nichts. Denn irgendwann wird auch der Stein zu Sand und Staub. Man muss nur die Furcht vor der Veränderung ablegen. Wir müssen miteinander reden, dass es sicher ist, sich zu verändern. Dass Stabilität eine Illusion ist, dass es sie nicht gibt. Haben Sie unser Ab